Also mein Name ist Renate Storm. Ich bin die Schulleiterin der Walter-Rathenau-Gewerbeschule. Das ist eine gewerbliche, berufliche Schule. Ich habe Pharmazie studiert und meine Fächer hier an der Schule sind Pharmazie und Chemie. Das ist eine Besonderheit in Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern gibt es diese Fächerkombinationen gar nicht. Dann hätte ich die Fächerkombination Gesundheit. Das würde auch gehen. Ja, tatsächlich hatte ich schon von Anfang an den Plan, auch Lehrerin zu werden. Also ich musste in der Schule, muss man natürlich immer auch mal Referate machen. Ich habe dann auch Nachhilfe gegeben auf Nachfrage vom Lehrer, der gesagt hat, Mensch, gib doch mal Nachhilfe. Und dann habe ich immer die Rückmeldung gekriegt, du musst unbedingt Lehrerin werden. Also es ist so toll, wenn du ein Referat hältst oder wenn du Nachhilfe gibst, wir verstehen das so super. Und mir hat das schon unglaublich viel Spaß gemacht, gerade auch Referate zu halten oder Nachhilfe zu geben. Nur als ich dann Lehrerin werden wollte, in den 80ern, haben alle gesagt, gar keine Chance. Also du brauchst es gar nicht erst zu versuchen, es werden überhaupt keine Lehrer gesucht. Mach was anderes. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich Pharmazie, denn das ist so ähnlich wie Biologie und Chemie. Beide Fächer sind präsent, aber hatte mich schon von Anfang an dafür interessiert, wie kann man denn damit vielleicht auch Lehrer werden. Hatte gemerkt, es gibt bestimmte Bundesländer, zum Beispiel wie Baden-Württemberg, wo man dann mit dem Fach Pharmazie auch das Referendariat machen kann. Und das war mein erklärtes Ziel schon vom Studium an. Ich bin ganz sicher nicht in die Schule gestartet und habe gesagt, ich will Schulleiterin werden. Also ich weiß, ich habe auch zu meinem Mann immer gesagt, also ich will auf gar keinen Fall Abteilungsleiterin werden. Und als ich Abteilungsleiterin bin, also Stellvertreterin, das mache ich nie. Oder dann, aber Schulleiterin, das ist ein Job, das will ich nie haben. Ist vor allem entstanden, weil man an interessanten Projekten mitgearbeitet hat und ich gemerkt habe, wenn ich jetzt eine bestimmte Position einnehme, dann kann ich auch noch verstärkter in diesen interessanten Projekten mitarbeiten und ich kann sie auch beeinflussen, ich kann sie mittragen, ich kann sie mitgestalten. Und ich würde sagen, das ist einfach dieser Gestaltungswille oder dieser Spaß an der Gestaltung gewesen, der mich dazu gebracht hat, dass ich wirklich auch diese Karriereschritte gegangen bin. Ich habe in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Schulen gearbeitet. Das lag daran, dass ich ein paar Mal umgezogen bin, dann auch die Schule wechseln musste und dann auch in ein Bundesland gegangen bin, wo es meine Fächerkombination nicht gab. Dann habe ich eine Zeit lang auch in privaten Schulen gearbeitet, in Krankenhäusern, privat unterrichtet. Und dadurch habe ich einfach unglaublich viel Einblick gekriegt, auch in unterschiedliche Systeme. Ich habe auch mal eine Zeit lang in der Schulinspektion in Hessen gearbeitet. Und dann bin ich tatsächlich sogar von einem Headhunter angesprochen worden, weil ich habe sehr viel im Bereich QM gemacht in der Schulinspektion und bin von einer Schule angesprochen worden, ob ich mich nicht als Abteilungsleiterin mit Schwerpunkt QM bewerben möchte. Macht einen natürlich dann schon stolz, wenn man auch angesprochen wird auf eine bestimmte Stelle. Also bin ich dann erstmal Abteilungsleiterin geworden, an der gleichen Stelle dann stellvertretende Schulleiterin und bin dann auch tatsächlich angesprochen worden, ob ich nicht zurückkommen möchte hier an die Schule. Und jetzt bin ich Stellvertreterin sozusagen an meiner Lieblingsschule. Ja. Also ich starte eigentlich mit E-Mail-Checken. Das ist so das Wichtigste, was man machen muss, denn die Schule ist eine Verwaltungsbehörde. Und ich habe in dem Sinne auch als Schulleiterin eine Funktion, diese Behörde zu führen und muss als erstes gucken, gibt es wichtige Schreiben vom Kultusministerium, die ich umsetzen muss. Also gerade in der Corona-Zeit war das natürlich sehr wichtig, da kamen manchmal die Schreiben wirklich in 2-Tagestakt und mussten eigentlich sofort umgesetzt werden. Masken ja, Masken nein. Der zweite Teil dann am Vormittag, wenn so die wichtigsten E-Mails beantwortet sind, ist eigentlich die Kommunikation. Meine Tür ist immer offen, wenn es geht. Das heißt, oft kommen Leute einfach rein, Kolleginnen, Kollegen, manchmal sogar Schülerinnen oder Schüler. Ich habe Treffen mit meinem Stellvertreter, mit meinen Abteilungsleitern, mit der Verwaltungsleitung. Also es ist ganz, ganz viel Kommunikation. Und im zweiten Teil, so am Nachmittag, wenn es dann so ein bisschen ruhiger wird,
Dann macht man mehr so diese Schreibtischarbeit, das heißt, müssen zum Beispiel Beurteilungen geschrieben werden, es müssten Konzepte entwickelt werden. Es gibt auch Verwaltungsarbeit. Ich bin zum Beispiel auch Schatzmeisterin vom Förderverein. Das sind so Arbeiten, die ich nicht so gerne mache, aber natürlich auch gemacht werden müssen. Ja. Also das Wichtigste kann man, glaube ich, mit einem Satz zusammenfassen, das heißt neugierig bleiben. Also wenn man neugierig ist und interessiert bleibt, also es gibt so einen Spruch aus Pippi Langstrumpf, der heißt, es gibt so viele Dinge, sie müssen nur entdeckt werden. Also so eine Haltung führt von allein dazu, dass man mit interessanten Dingen in Kontakt kommt, dass man in interessanten Projekten mitarbeitet und dann kommt man allein dazu, dass man gefragt wird, sag mal, hast du nicht Lust, vielleicht da noch mitzuarbeiten oder würde dir das nicht vielleicht Spaß machen? Und dann merkt man, wenn man mitarbeitet, ja, wenn ich eine bestimmte Position einnehme, dann kann ich auch mehr Einfluss machen, kann die Dinge noch mehr mit auch beeinflussen. Und das ist eigentlich das Wesentliche, was bis zum Schluss auch bleiben muss. Ja, also man muss ja, also Berufsanfänger muss man sich mal überlegen, das sind ja 30 Jahre oder mehr, die man arbeiten muss. Und wenn man nicht wirklich jeden Tag auch mit Spaß kommt, dann ist man an der falschen Stelle. Ja, also ich muss jeden Tag hier an diesen Schreibtisch kommen und denken, ja, ich habe Spaß auf diesen Tag, Spaß auf diese Aufgabe.